Supersportreifen, Hypersportreifen, Slicks oder Regenreifen. Bei Rennstreckentrainings kommen die unterschiedlichsten Reifen zum Einsatz. In der heutigen Folge des Metzeler Table Talk reden wir über die verschiedenen Reifen und klären die Frage, welches Modell für welchen Einsatzzweck geeignet ist. Hallo, mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Metzeler Table Talk. Wir sind heute hier in Hockenheim bei den Metzeler Experience Day im Rahmen einer Speer-Racing-Veranstaltung und ich habe heute Morgen beobachtet, dass wirklich unterschiedlichste Reifen auf den Motorrädern der Teilnehmer montiert sind, vom Straßenreifen bis hin zum, ich sag mal, professionellen Slick. Und da ist natürlich wieder die Frage aufgekommen, welches Produkt, welcher Reifen ist denn die passende Option für mich als Einsteiger oder als Rennstreckenfahrer? Und ich habe mir Björn Lohmann an die Seite geholt. Der ist Racing-Vertriebsleiter bei Metzeler und damit natürlich die perfekte Ansprechperson, wenn es um Reifenfragen und vor allen Dingen um die Racing-Reifen geht. Björn, hallo, schön, dass du da bist. Guten Tag, hallo Michael. Und ich würde sagen, wir steigen auch einfach direkt ein. Gerne. Ich hatte ja erwähnt, man sieht alles von Straßenreifen, die wir natürlich im Portfolio auch haben. M9RR hatte ich heute Morgen auch auf einem der Motorräder gesehen. Jetzt ist der ja zwar ein Supersportreifen, aber kein Rennstreckenreifen. Und das ist immer so mit einem Fragezeichen versehen, ist der auf der Rennstrecke überhaupt richtig aufgehoben? Wie sieht es denn da aus? In welchem Einsatzbereich abseits der Straße auf der Rennstrecke kann ich den denn überhaupt nutzen? Ja. Du hast schon gesagt, wir haben heute im Laufe des Tages gesehen, heute Morgen, es gab viele instruiertes Fahren. Das heißt, Leute kommen mit ihren straßenzugelassenen Motoren an die Rennstrecke, auch dort entsprechend viel mit M9 montiert. Das heißt, M9 ist bei uns ein Supersportreifen, das heißt, er muss garantieren für Trockenperformance und auch für nasse Performance. Wir sehen ja von der Profilgestaltung her schon im Vergleich zum Inter K3, der 4% Negativprofil hat, deutlich mehr Negativprofil. Das heißt, wir haben dort natürlich den Vorteil, wenn hier mal ein Nasstraining wäre, Nassveranstaltung, kann natürlich der Endverbraucher auch noch weiter mit dem Reifen auf der Strecke fahren. Aber natürlich auch die Vorteile, denn wenn es trocken wird, hat er einen gewissen Slickbereich in den Schultern, was ihm dann die genötige Stabilität in Schräglage gibt. Vom Silika-Anteil, natürlich hat der Sportler M9 deutlich mehr Silika, weil Silika ist dafür bekannt für nasse Performance. Das heißt, Silika verdrängt Wasser. Und das ist dann eben genau das, was man braucht, um dann eben Reifen eben dann auch im Nassen fahren zu können. Silika ist, je mehr man Richtung Slick geht, deutlich weniger drin, bis irgendwann gar nichts mehr drin ist. Okay, jetzt hast du ja den K3 schon angesprochen, Negativprofilanteil erwähnt, den Silika-Anteil. Ist der schon 100% Rußmischung oder ist da noch Silika mit drin? Weil er ist ja auch noch ein Straßenreifen. Das ist richtig. Also das ist, sagen wir mal so, der K3 ist bei uns so eine genannte Race-Replika. Das heißt, wir haben von der Optik her, von der Konstruktion her einen klassischen Rennreifen, wie der Racetec RR mit K0, K1, K2-Mischung. Nur eine K3-Mischung, das heißt eine K3-Mischung Straßen zugelassen, straßentauglich. Das heißt, ich habe hier auch im Laufflächen-Mittenbereich eine härtere Mischung, um Autobahnfahrten zum Beispiel vorzunehmen. Das heißt, das ist so mal so für viele Endverbraucher so der erste Schritt mit ihrem Motorrad, sehr sportliches Motorrad, zum Beispiel ein Supersportmotorrad, an die Rennstrecke zu kommen, hier ein Fahrtraining zu machen und dann mit dem Motorrad dann gleichzeitig mit Kennzeichen, allen drum und dran, Spiegel, wieder nach Hause fahren zu können. Also der erste Einstieg in Richtung Slick-Bereich dann, aber natürlich deutlich weniger nasse Performance. Dafür sieht man ja von der Profilgestaltung her, ist er nicht vorgesehen. Ja. Wie gesagt, 4% Negativprofil. Man sieht auch der Slick-Bereich im Außenbereich hier im Vergleich zum M9 deutlich größer, weil genau das brauche ich auf der Strecke. Ich brauche Stabilität in Schräglage. Beim Beschleunigen heraus brauche ich maximale Aufstandsfläche auf dem Asphalt, um auch die Kraft auf den Boden zu bringen. Jetzt ist dieser Reifen, wie du es gerade angedeutet hast, ja schon diese Race Replique und der Übergang zu den Rennreifen. Daneben haben wir den Racetec CD jetzt stehen, das ja bei Metzeler oder der ja bei Metzeler so der typische Rennstrecken-Einsteigerreifen ist. Da wird ja auch mit kommuniziert, den kann man auch problemlos ohne Reifenwärmer fahren. Wie ist das denn, ich gehe nochmal zum K3 zurück, kann ich den denn schon mit Reifenwärmer fahren, wenn ich jetzt sage, es ist irgendwie relativ kalt und fühle mich einfach sicherer, wenn ich Heizdecken verwende? Ja, grundsätzlich kann man sagen, K3 muss keinen Reifenwärmer, muss ich keinen verwenden, wir empfehlen es aber. Weil man weiß immer, Reifenwärmer verlängert die Haltbarkeit eines Reifens, ist ganz klar, auch im K3. Und natürlich, wenn ich mit dem K3 Vorgeiz auf die Rennstrecke gehe, habe ich halt Sicherheit, Grip vom ersten Meter an. Auf jeden Fall heizdeckenfähig, reifenwärmerfähig. Immer empfehlenswert.
Da kommen wir natürlich dann schon so in diesen professionelleren Bereich, wenn ich dann dieses Material verwende, weil ich ja dann auch auf den Luftdruck achten muss. Wir hatten den TD gerade schon angesprochen, der als Einsteigerslick eben verschiedene Vorteile mitbringt, eben mit und ohne Reifenwärmer nutzbar. Da haben wir ja auch den Punkt, dass der von den Dimensionen, der verfügbar ist, eher in die Straßenkategorie fällt, ne? Weil er ja 255 ist, glaube ich, die Maximalgröße. Das gibt es ja auch bei straßengelassenen Superbikes. Warum wird das denn gemacht? Denn die anderen Racing-Reifen haben ja dann schon eine andere Kontur. Richtig. Also man hört ja immer im Fahrerlager, ich fahre Rennstrecke, ich brauche einen Slick. Alles, was Profil hat, ist kein Rennreifen. Das heißt, hier war die Überlegung gewesen, dem Endverbraucher ein Produkt an die Hand zu geben, was natürlich ein Slick ist, weil ganz klar, der deutsche Bürger möchte einen Rennreifen fahren auf sein Rennmotorrad, weil es ist unschick, einen profilierten Reifen auf sein Rennmotorrad zu haben. Das heißt, hier haben wir den TD Slick dafür entwickelt. Das heißt, hier gehen wir schon den ersten Schritt nicht mehr von einem straßenzugelassenen Motorrad mit Spiegel und Kennzeichenhalter, sondern das sind Motorräder, die haben schon eine Rennverkleidung dran, da sind schon keine Spiegel mehr dran. Ja. Ich habe schon andere Fußrastenanlage. Das heißt, das ist so der erste Einstieg Richtung Rennsport. Racing for Fun, Track Days, Just for Fun im Kreisel fahren, vielleicht auch das eine oder andere Rennen mal zu fahren, nachmittags zu veranstalten. Das heißt, wie du schon sagtest, auch hier Reifenwärmer empfehlenswert, aber nicht unbedingt erforderlich. Okay. Das heißt, du siehst heute in Hockenheim, wir haben heute Temperaturen gehabt, Asphalt 35, 38 Grad, Sonne hat geschienen. Das heißt, wenn du dein Motorrad jetzt im Fahrerlager stehst, in der Sonne, reicht es dem Reifen schon vollkommen aus. Ja. Aber hier auch ganz klar, wir empfehlen immer Reifenwärmer zu verwenden, um die Haltbarkeit zu verbessern und auch natürlich dann die Sicherheit zu geben. Wenn ich raus aus vielleicht im Vorstadt noch stehe etc., hat es immer Vorteile. Zu den Größen, auch hier, ganz klar, das ist ein Endverbraucher, der mit seinem Serienmotorrad von der Straße auf die Rennstrecke kommt. Das heißt, der kennt keine Dimension wie 180/60 oder 260/17 oder andere Größen, sondern er guckt nach der Größe, die bei ihm auch auf dem Serienmotorrad verbaut ist. Und da reden wir von 180/55 für die 657er, wir reden von 190/55 für die alten Tausender oder jetzt auch schon die 255er Größen, die auf modernen Tausender verbaut werden. Das heißt, er findet genau den Reifen bei unserem Programm, den er auch auf seinem Motorrad hat. Das heißt, er macht sich keine Gedanken. Passt der Reifen in meine Schwinge? Ist die Kette lang genug? Was macht die ganzen elektronischen Fahrhilfen, die ich habe? Ist das kompatibel? Sondern er kann den 1:1 verbauen und kann damit auf die Strecke fahren und hat einen Reifen, Preis-Leistungs-Verhältnis, easy Handling, easy going, muss sich nicht groß drüber konzentrieren und darauf aufmerksam sein. Reifenwärmer, Luftdruck etc., weil du weißt genau, erstmal auf der Rennstrecke viele Eindrücke, die auf dich einfallen. Dann Boxengasse geht auf und Helm noch anziehen, Handschuhe und du hast Stress ohne Ende. Das heißt, hier möchten wir dem Endverbraucher das Leben wirklich leicht machen und dafür haben wir den TD Slick in den Markt gebracht. Perfekt. Ein Punkt, der auf jeden Fall zu beachten ist, das hattest du mit dieser Stresskomponente alles raus, aber was man natürlich machen muss, ist den Reifenluftdruck kontrollieren. Da wollte ich jetzt auch tatsächlich noch hin mit der Reifenwärmerfrage. Ja. Wenn ich den K3 nutze und den TD nutze, kann ich mich da an den gleichen Werten orientieren mit Reifenwärmer? Tendenziell ja, aber ich persönlich, die Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben bei vielen Events, ist so, dass ich den straßenzugelassenen K3 immer einen Tick mehr Luft geben würde. Immer höhere Luftdruck, weil die Konstruktion natürlich nicht so steif ist wie ein Rennreifen. Weil du natürlich einen Straßenreifen hast. Du brauchst Eigendämpfung, Pflaster auf Pflasterstraßen, auf holprigen Straßen. Das heißt, die Konstruktion ist an sich noch ein Tick weicher. Das heißt, hier empfehle ich persönlich, immer einen höheren Luftdruck zu fahren. Das heißt mal prinzipiell, wenn ich keine Reifen verwende, 2,3 ist so eine Empfehlung, die wir in den letzten Jahren ausgesprochen haben, die auch sehr gut funktioniert hat. Okay, jetzt TD, Vorteile, Einsteigerslick, einfach im Handling, ich muss mir keine Gedanken zum Motorrad machen. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und Richtung K2 und dann auch K1 und K0 gehen, da ändert sich das schon ein bisschen. Wir haben andere Dimensionen, du hast das schon angesprochen, 260 für die Superbikes im Hinterrad. Was macht das denn aus? Warum wird denn da dieser Schritt in einen höher bauenden Reifen gegangen? Also grundsätzlich der Grundgedanke ist so, mit dem 60er Querschnitt das Volumen des Reifens zu erweitern und dem Endverbraucher auch dann eine größere Aufstandsfläche in Schräglage zu geben. Das ist der 60er Querschnitt. Einfach, weil ich auf der Rennstrecke, wo brauchst du Grip, nicht auf der Gerade, sondern in Schräglage. Das heißt, und wir wissen alle, dass man heutzutage über eine Mischung schwer Grip generieren kann. Das heißt, wir gehen über Aufstandsfläche. Wir nennen das immer Footprint. Ne? Und je größer der Footprint ist, desto mehr Traktion habe ich.
Ja, das heißt, um eine Mischung zu entwickeln, die dieses Gripniveau hat, muss ich sehr viel Geld investieren und viel Entwicklung betreiben. Das heißt, ich kann mit einem entsprechenden Footprint das deutlich leichter realisieren. Aber hier auch ganz klar, du hast vorhin angesprochen, Luftdruckempfehlung etc. Kommen wir noch zurück. Also am Hinterrad ist ganz klar die Luftdruckempfehlung unsererseits im Fahrbetrieb. Also wir reden nicht vom Kaltluftdruck, sondern Fahrbetrieb. Das sollte zwischen 1,6 und 1,7 liegen. Und das ist ab und zu, man hat es ja heute gemerkt, heute bei den Experience Day, das ist für den einen oder anderen Fahrer nicht mehr so ganz einfach, das zu realisieren. Also er legt teilweise wenig Augenmerk auf den Luftdruck, aber der ist sehr wichtig, um wirklich die maximale Performance aus dem Reifen zu holen. Wir wissen immer, wir kriegen immer das Feedback, ja, der Reifen lässt nach 4-5 Runden lässt ein bisschen nach. Da habe ich das Gefühl, er verliert Grip. Das ist sicherlich teilweise richtig aufgrund unserer Reifen, weil unsere Reifen ausgelegt sind für Sprintrennen. Und beim Bereich Sprintrennen brauche ich vom ersten Meter an Grip. Ja, da kann ich nicht 5 Runden warten, bis der Grip hat, dann ist das Rennen zu Ende, das Sprintrennen. Das heißt, hier ist aber der Schritt dazu, die Lösung dazu, zu versuchen, den Luftdruck, den Zielluftdruck von 1,6, 1,5 im Fahrbetrieb von Anfang an zu haben. Und da müssen wir am Anfang arbeiten über die Heizzeit nicht, aber die Heiztemperatur kann man regeln, weil wir wissen zwischen 80, 90, 100 Grad, das ist der Bereich, wo wir drin arbeiten. Und wir wissen auch, dass 10 Grad ungefähr 0,1 bar ausmachen. Das heißt, ob ich mit 80 Grad heize bei 1,6 oder dann mit 100 Grad, komme ich auf 1,8. So, und wenn ich das rechne, 1,8 und dann noch den Fahrbetrieb, Sonneneinstrahlung, thermische Belastung, komme ich schnell über 2 bar. Und das hatten wir heute gehabt. Ja. Also wir hatten Teilnehmer, die sind mit 2 bar reingekommen. Das ist deutlich zu viel, weil der Footprint wird kleiner. Und dadurch verliere ich Grip. Und das ist genau das, was wir heute erarbeiten wollten, im Rahmen mit den Gruppen zusammen, mit den Fahrern zusammen. Wie kriege ich einen Basisluftdruck von morgens 9 Uhr bei 18 Grad Asphalt und nachmittags 16 Uhr, wo ich vielleicht 40 Grad Asphalt habe. Und das haben wir heute relativ gut lösen können und haben auch den einen oder anderen Fahrer gehabt, wo wir dann wirklich Zielluftdruck erreichen konnten. Mit Anpassung von der Gradzahl und auch Luftdruck, Standard Basisluftdruck, kamen wir dann genau auf die Werte, die wir haben wollten, 2,3 vorne und 1,6 hinten. Perfekt. Jetzt sind wir in dem Bereich ja schon bei, ich sag mal, versierteren Fahrern und Fahrerinnen, die das Luftdruckthema vielleicht sogar schon im Begriff haben. Und da ist aber tatsächlich eine Frage, die häufig kommt, ja, welche Mischung nehme ich denn unter welchen Bedingungen und welche Mischung passt denn zu mir und meinem Fahrzeug und zu meinem Motorrad vielleicht? Wie ist denn das eingeteilt? Ich habe hier die Reifen schon passend sortiert sozusagen. K2 ist ja so, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar, die eierlegende Wollmilchsau für den Rennstreckenfahrer. Und wenn wir in den K1 und K0-Bereich gehen, ist das ja eher schon wieder so Richtung Performance ausgelegt. Richtig. Ne? Also Ziel in der Entwicklung von der K2-Mischung war gewesen, eine Mischung zu entwickeln, die ein sehr breites Temperaturfenster hat. Das heißt, das ist so dieser klassische Racing-for-Fun-Reifen. Das heißt, ich weiß, wenn ich im April auf die Rennstrecke gehe, kann es morgens 12 Grad haben im April und nachmittags auch 25 Grad haben. Das heißt, das ist ein Reifen, wo ich nicht gucken muss nach dem optimalen Temperaturfenster. Das heißt, ich wähle die K2-Mischung und bin mir dann sicher, dass ich mit dem Reifen den ganzen Tag über fahren kann. Das heißt, die Mischung sind wir schon unter Rennbedingungen gefahren bei 5 Grad Asphalttemperatur, haben den aber auch schon mal Tests gehabt mit 25 Grad Asphalttemperatur. Natürlich habe ich dann, wenn es wärmer wird, nicht mehr die ganz gleiche Performance, wie wenn es kühler ist, aber immer noch in einem sehr sicheren Bereich. Und auch die Haltbarkeit ist wichtig. Also Entwicklungsziel war auch hier gewesen, eine Rundenanzahl, sagen wir so, von diesen 100 Runden. Das ist so die magische Zahl, die man braucht, um 2 Tage Rennstrecke zu fahren. Das sind 100 Runden, 400, 450 Kilometer, das sind die 6 Turns à 20 Minuten, sprich 4 Stunden. In Summe. Das sind sogar 12 Turns à 20, 4 Stunden Haltbarkeit. Und das ist Ziel. Und das haben wir heute auch gezeigt. Der Jan Bühne ist heute mit seinem Motorrad K2-Mischung als Instruktor, schnelle Gruppe, langsame Gruppe, sind wir 12 Turns gefahren. Das heißt, wir haben eigentlich schon 2 Tage heute hinter uns und der Reifen hat immer noch Restprofil. Er ist immer noch der TVI erkennbar. Auch hier ein ganz wichtiges Zeichen nochmal. Der TVI an diesem Reifen ist so circa bei 3,5 Millimeter. So, viele Endverbraucher orientieren sich an den TVI. Aber ja, als Richtung ist es schon richtig. Aber man muss bedenken, und wenn der TVI verbraucht, haben wir noch 2 Millimeter Laufflächengummi. Das heißt, der Endverbraucher kann ruhig über den TVI hinweg ein verfahrenes Produkt. Meine Empfehlung ist einfach, sich die Rundenzahlen aufzuschreiben, vielleicht über einen Tageskilometer die Kilometerzahl aufzuschreiben, um zu wissen, okay, ich kann den auf jeden Fall 400 Kilometer, hat der so einen Bereich, wo er fahren kann. Und wir wissen alle, du weißt es selber, du fährst selber Metzler, man merkt einem Metzler an, wenn er seine Verschleißgrenze erreicht, er geht weit, er hat nicht mehr den Drive, nicht mehr den Grip. Also er ist sehr kontrollierbar, auch von Endverbrauchern, der nicht so geschult ist, Grenzbereiche zu erkennen. Das heißt, er bewegt sich auch zum Lebensende des Reifens immer noch in einem sehr gutmütigen und kontrollierbaren Bereich. Ja, so, jetzt haben wir den gutmütigen und mit einem breiten Einsatzfenster versehenen K2 angesprochen. Bei der K1 und vor allen Dingen der K0-Mischung sind wir ja schon sehr im Performance-Bereich.
wer oder unter welchen Bedingungen nutze ich denn K1 und wann nutze ich den K0? Genau. K0 und K1 sind zwei Mischungen, die entwickelt worden sind, sagen wir, für eine Haltbarkeit von 120, 125 Kilometer. Das ist so eine klassische Renndistanz, wie man im Langstreckensport fährt, 55 Minuten Turn, 16 Minuten Turn. Das ist im professionellen Rennsport. Wenn man diesen Reifen K0, K1 fährt im Hobbybereich, reden wir von Haltbarkeiten, sagen wir, von einem Tag. Das heißt, wir reden hier von 6 Turns à 20 Minuten, die 2 Stunden, sprich die 200 Kilometer ungefähr. So, und dann habe ich eine K0 und eine K1-Mischung. Prinzipiell sagt man, die K1-Mischung verwenden wir eher so als Allround-Rennmischung für kühlere Temperaturen. Und wenn ich dann höhere Temperaturen, wie zum Beispiel heute in Hockenheim mit 38, 40 Grad, hat sicherlich die K0-Mischung auch eine Daseinsberechtigung. Ja. Wenn ich auf Performance gucke. Das heißt, wenn ich im Racing for Fun, es gibt so viele Racing for Fun Meisterschaften in Deutschland, sagen ja zu, das Metzler-Produkt ist für mich ein gutes Allround-Produkt. Ich fahre K0, K1 und fahre damit irgendwelche Meisterschaften, um da um den Titel zu fahren. Und das können beide Mischungen. Also beide Mischungen, K0 und K1, sind wirklich Performance-Mischungen, die wir auch im Rennsport verwenden. Perfekt. Jetzt zum Abschluss, wir hatten ja das Thema Luftdruck, wir haben unterschiedliche Mischungen, wir haben unterschiedliche Reifenkategorien. Gibt es denn, ich sag mal, einen Tipp oder einen Punkt, den man als Nutzer von, ich bleibe jetzt mal bei den Slicks, unbedingt beachten sollte? Also mir fällt da zum Beispiel ein, was ich auch immer wieder gehört habe, wie oft kann ich den denn wiederverwenden? Also wenn ich jetzt ein Event hatte, wie oft kann ich den noch Tage fahren, wie oft kann ich den auf- oder abheizen? Gibt es denn da Besonderheiten, die zu beachten sind? Ja, auch das ist ein Punkt der Entwicklung. Das heißt, Produkte wie den TD Slick oder ein K2, wo wir sagen, der soll 2 Tage halten. Natürlich habe ich da auch mal eine Abkühlzeit über Nacht, weil ich tue den in der Nacht sich durchheizen. Das heißt, die sind ganz klar entwickelt, dass sie mehrere Heizzyklen vertragen. Ein K0 und K1 ist sogenannt entwickelt worden bei einem One-Way-Zyklus. Also ich heizen, fahre ihn und das Rennen ist beendet im Profirennsport. Es hat sich aber auch gezeigt, dass ein K0 und K1, wenn ich den morgens aufheize, sagen wir um 8 Uhr aufheize, um 9 Uhr fange ich mein Training an und den tagsüber komplett durchheize, dass der auch den Tag gut übersteht. Das haben wir heute auch gesehen. Wir haben auch zwei Teilnehmer gehabt mit K1, die Reifen sind top aus und die werden sie morgen nochmal fahren können, weil die Temperaturbedingungen passen. Es ist warm, was dem K1 oder auch der K0 schon sehr entgegenkommt. Je wärmer es ist, desto besser für unsere Reifen. Und wenn es kühler ist, eben den K2. Sehr schön. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen heute von der Ausrichtung und dem Einsatzzweck der verschiedenen, ich sag mal, supersportlichen bis Racing-Reifen. Und das Metzler Produktportfolio deckt eigentlich die gesamte Bandbreite ab dessen, was ich als Hobby-Rennfahrer oder Hobby-Rennstreckenfahrer gebrauchen kann. Eben vom M9R für das Einsteigertraining bis hin zum K0, wenn ich denn Performance im Rennen benötige. Björn, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die sehr interessanten und ausführlichen Informationen. Ich habe nochmal selber extrem viel gelernt. Und falls ihr jetzt noch Fragen zum Thema habt, zu den einzelnen Reifen, zu den Produkten, zu den Einsatzzwecken, dann ist natürlich unsere metzler.com Homepage die richtige Adresse. URL findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung. Genauso den Kontakt zu unserem Support-Team. Da sitzen auch erfahrene Leute, die auch sehr, sehr Rennstrecken erfahren sind und euch gut Tipps geben können, wenn ihr Fragen spezifisch eben zum Rennstreckeneinsatz und zu Rennreifen habt. Und wenn ihr was gelernt habt, freuen wir uns natürlich über einen Kommentar, über eure Fragen in den Kommentaren. Ein Like für das Video und natürlich besonders nett von euch, wenn ihr den Kanal abonniert und dann auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Metzler Table Talk. Ich danke euch fürs Zuschauen, Björn, ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal.